Flüchtlinge sind besser ausgebildet als gedacht. BAMF-Chef Frank-Jürgen Weise, der auch die Bundesagentur für Arbeit leitet, beruft sich dabei auf eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. 50.000 Flüchtlinge haben zwischen September 2015 und Oktober 2015 einen Job gefunden. Sie seien besser qualifiziert als gedacht und sehen Demokratie und Frauenrechte positiver als vermutet, so der BAMF-Chef. Zugleich seien im selben Zeitraum rund 100.000 Schutzsuchende arbeitslos gemeldet gewesen. Flüchtlinge und Deutsche denken sehr ähnlich. Einer Studie des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung und des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zufolge gibt es viele Geflüchtete mit einer guten oder sehr guten Schulbildung und vergleichbar langen Schullaufbahnen, wie in Deutschland. Auf der anderen Seite stehen allerdings viele Geflüchtete, die entweder gar keine Schule oder nur eine Grundschule besucht haben. Die Forscher sprechen von einer starken Polarisation der Allgemeinbildung von Flüchtlingen. Mit 46% strebt fast die Hälfte der Befragten noch einen Schulabschluss in Deutschland an. Darunter also auch viele, die bereits einen höheren oder mittleren Abschluss in ihrem Herkunftsland erlangt haben. Eine ähnlich große Übereinstimmung zwischen Flüchtlingen und der alteingesessenen Bevölkerung in Deutschland gibt es, was die Einstellung zur Gleichberechtigung betrifft. Demnach stimmen mit 86% sogar mehr Flüchtlinge der Aussage zu, dass Arbeit die beste Möglichkeit für Frauen sei, unabhängig zu sein. Selbst 85% der männlichen Flüchtlinge sehen das so, während dagegen unter den deutschen Männern nur 62% zustimmen. Dafür halten es mehr Flüchtlinge als Deutsche für problematisch, wenn Frauen mehr verdienen als ihre Partner. Rund 2.300 Geflüchtete wurden ausführlich befragt, die seit 2013 nach Deutschland gekommen sind. 3 von 5 Sachsen halten Deutschland für überfremdet. Rechte und rassistische Einstellungen sind in Sachsen weit verbreitet, zeigt eine neue Umfrage. Knapp 40% lehnen die Einwanderung von Muslimen generell ab. Sachsen habe ein Problem mit extrem rechtem Denken und mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, hieß es in einer Stellungnahme. Sachsen zeige sich als gespaltenes Land. Insgesamt wurden vom 8. August bis zum 4. September dieses Jahres im Auftrag der Sächsischen Staatskanzlei mehr als 1.000 Bürger befragt. Der dazu gebildete Beirat mit Vertretern des öffentlichen Lebens sprach von alarmierenden Ergebnissen. Mit einem Ausländeranteil von 2,8% liegt Sachsen an 5. Stelle der 16 Bundesländer. Jeder 10. Beschäftigte trotz Arbeit von Armut bedroht. Immer mehr Menschen droht die Armut, obwohl sie arbeiten und die Wirtschaft wächst. Laut der EU-Statistikbehörde Eurostat ist fast jeder 10. Beschäftigte armutsgefährdet. Vor 10 Jahren waren es nur halb so viele. Die Fraktionsvize der Linken, Sabine Zimmermann, fordert darum die Erhöhung des Mindestlohns von derzeit 8,50 auf 12 Euro pro Stunde. Zudem müsse die Niedriglohnbeschäftigung in Form der Leiharbeit abgeschafft werden. Entwicklungsminister Gerd Müller entschuldigt sich für rassistische Äußerungen. Jenny Welcome hat in seinen Nachrichten mehrfach die besonnene Einschätzung des Entwicklungsministers hervorgehoben. Doch nun vergriff er sich total. Alkohol, Suff, Drogen und Frauen. Vor allem dafür geben afrikanische Männer, dem Entwicklungsminister zufolge, ihr Geld aus. Später entschuldigte er sich für die Aussage. Sie sei zu undifferenziert gewesen. Fremdschämen für Journalistenkollegen. An Pegida und Co., die mit dumpfen Parolen um Aufmerksamkeit buhlen, hat man sich längst gewöhnt. Aber dass unsere Kollegen deren Geschmacklosigkeit noch unterbieten, macht uns fassungslos. Die Bundespressekonferenz, die den jährlichen Bundespresseball ausrichtet, veröffentlicht in einem Jahrbuch der Journalistenvereinigung einen satirisch gemeinten Beitrag mit dem Titel »Schwimmkurs für Flüchtlinge«. Fiktive Autorin ist die Bundesbadeagentur. Unter anderem heißt es in dem Text: Für uns ist es wichtig, Flüchtlingen das Schwimmen so beizubringen, dass sie sich im Wasser immer sicher fühlen. Dann folgen verschiedene Kursangebote, darunter Baby-Flüchtlingsschwimmer. Dient der motorischen, geistigen und sozialen Entwicklung des Flüchtlingskindes.
und Einzelunterricht für erwachsene Flüchtlinge. Es ist nie zu spät, das richtige Schwimmen und die richtigen Techniken zu lernen, die ihren Fluchtstil optimieren. So viel Geschmacklosigkeit ist uns in 1,5 Jahren Channel Welcome noch nicht begegnet. Produziert von meist akademisch ausgebildeten Journalisten in Deutschland. Nach Zählungen der Internationalen Organisation für Migration starben in diesem Jahr bereits mehr als 4.200 Menschen bei dem Versuch, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Damit sind 2016 schon mehr Menschen auf der Flucht gestorben als in jedem der vorherigen Jahre. Rassistische Äußerungen haben in den USA Hochkonjunktur. US-Bürgermeisterin nach Beleidigung von Michelle Obama zurückgetreten. Die ursprüngliche Nachricht war von der Chefin einer Entwicklungsorganisation in Clay, nach dem Wahlsieg Donald Trumps, bei der US-Präsidentschaftswahl verfasst worden. Es werde erfrischend sein, eine stilvolle, attraktive, würdevolle First Lady im Weißen Haus zu haben, schrieb Pamela Ramsey Taylor. Sie habe es satt, einen Affen in Stöckelschuhen zu sehen. Die Bürgermeisterin von Clay im Bundesstaat West Virginia, Beverly Walling, hatte den Beitrag auf Facebook mit den Worten kommentiert: „Du hast meinen Tag gerettet, Pam." Aber es geht noch schlimmer. Empörung über Heil-Trump-Rufe. In Donald Trumps Wahlkampf spielte die ultrarechte Alt-Right-Bewegung eine zentrale Rolle. Jetzt ist ein Video aufgetaucht, das die US-Nationalisten beim Feiern zeigt, mit Nazi-Rhetorik und Hitlergruß. Richard Spencer, einer der Anführer der sogenannten nationalen Rechten, spricht darin von der Überlegenheit der weißen Rasse. Er würdigt Juden herab, attackiert die Medien unter der Verwendung des deutschen Begriffs Lügenpresse und schließt seine Rede mit dem Ausruf: „Heil Trump, heil unserem Volk, Sieg heil." Im Original: "Hail Trump, hail our people, hail victory." Daraufhin reißen viele Zuschauer den rechten Arm zum Hitlergruß in die Höhe. Dazu noch einige Zitate des designierten US-Präsidenten Donald Trump. „Ich bin der beste Präsident, den Gott je geschaffen hat." Über einen kritischen Publizist, der im Rollstuhl sitzt, sagt er: „Von einem Kerl, der sich nicht mal eine Hose kaufen kann, muss ich mich nicht beschimpfen lassen." Oder: „Ich werde eine große Mauer bauen und niemand baut Mauern besser als ich. Glauben Sie mir. Und ich baue sie sehr kostengünstig. Ich werde eine große, große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko für diese Mauer bezahlen lassen." Häufig, wenn ich mit den Top-Frauen der Welt geschlafen habe, habe ich zu mir, einem Jungen aus Queens, gesagt: „Kannst du glauben, was du hier bekommst?" Und: „Ich bin ein wirklich kluger Mensch. Ich habe es einfach sehr gut gemacht im Leben. Die Leute lieben mich. Jeder liebt mich." Solche Aussagen scheinen dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer zu imponieren. Mir gefällt, dass er die Menschen direkt anspricht und ihre Lebensrealität berücksichtigt. Nicht abstrakt, nicht verschwurbelt, sondern mit konkreten Antworten. Das finde ich gut. Das sagte Seehofer der Passauer Neuen Presse und lud Trump noch vor der Bundesregierung zu sich nach Bayern ein. Übrigens, in einem Interview mit der Augsburger Zeitung sagte er, Seehofer wörtlich: „Ohne die CSU gäbe es bis heute keine Grenzkontrollen und keine Verschärfung des Asylrechts. Zweitens sage ich den Wählern: Wir garantieren, wenn ihr euch für uns entscheidet, dass wir die Begrenzung durchsetzen. Wir werden nur dann in Berlin mitregieren, wenn das realisiert wird. Diese Garantie gebe ich für meine Partei ab." Vielleicht können wir ihn ja dieses Mal beim Wort nehmen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble stellte dazu schon mal klar: „Die Symboldebatte um eine Obergrenze braucht kein Mensch und das Grundrecht auf Asyl kenne per Definition keine Obergrenze. In der Flüchtlingskrise hat Deutschland enorme Hilfsbereitschaft gezeigt. Noch auf Jahrzehnte wird man im Ausland mit uns die Bilder vom Münchener Hauptbahnhof verbinden", so Schäuble in einem Interview für die Bild am Sonntag. Van der Bellen zum zweiten Mal neuer Bundespräsident Österreichs. Zum zweiten Mal in diesem Jahr gratuliert Channel Welcome dem ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen zur Wahl des österreichischen Bundespräsidenten. Auch Gratulation an die vielen Wähler,
die sich zu einem europäischen, offenen und toleranten Österreich ohne Grenzen bekennen.